Wahrscheinlich eine der kritischsten Fragen, die ich dir jemals gestellt habe. Du bist gegen die AfD und sagst, sie sind rechtsradikal, unterstützt aber die Ukraine. Jetzt haben wir hier die rot-schwarze zusammen mit der ukrainischen. Du weißt, was das bedeutet? Wie stehst du dann zu dem Thema? Ich frage jetzt auch meinen Friseur, den Bogdan. Bogdan, how do you think about Bandera? Oh, it's good questions. Bandera. Bandera is our father, Ukraine is our mother. Wisst ihr Bescheid? You must do some radical moves. Oh wow. Yes. Okay. I mean, do you think that in Germany we should put Hitler like in a city like this and a monument? What do you think? Yes. Seriously? Yes, yeah, but Bevor ich dir meine krassesten Erkenntnisse aus meiner Ukraine-Reise hier vortrage, hoffe ich, dass du es dir gemütlich gemacht hast und nicht zurückgelehnt hast, denn das Video könnte dich aus den Socken hauen. Nicht dein Ernst, Alter. Und eventuell auch ein gewisses Weltbild, das du eventuell hast, zerstören. Denn mein Weltbild, muss ich dir ganz ehrlich sagen, meins hat es zerstört. Also was wir auch haben hier, ne? Also wenn ihr einen Führerschein haben wollt, ne? Der Kollege verkauft hier alles in der Ukraine, ne? Ich war gar nicht so sehr informiert und relativ unvoreingenommen, bevor ich meine Ukraine-Reise angetreten habe. Ich bin ja von Lviv über die Hauptstadt Kiew bis nach Kharkiv, 40 Kilometer bis zur Grenze. Die einzelnen Videos, die gibt es auch bei mir auf dem Kanal. Die sind dort zu finden, bereist. Und ich muss dir sagen, was mir da alles begegnet ist, also das hatte ich nicht gedacht. Oh, hallo. Dzień dobry. Ja. Ein paar Soldaten sind auch noch mit am Start hier im Osten anscheinend. Hier stellen sich natürlich viele Fragen und der Mirko von Mr. Wissen to Go, der hat auch schon eine sehr gute Videoreihe produziert über die Ukraine, über den Krieg in der Ukraine und auch explizit die Frage gestellt, wird Ukraine von Nationalsozialisten, Neonazis letztendlich regiert, beziehungsweise sind die dort alle rechts? Und ich finde erstmal, dass er sehr, sehr gut recherchiert hat und sehr gut die Fakten dargestellt hat. Das werde ich auch vereinzelt hier mit einbinden in dieses Video. Allerdings ganz am Ende finde ich, dass er das ganze Thema ein bisschen klein geredet hat. Auch die rechtspopulistische Radikale Partei hat nur rund 4% der Stimmen bekommen. Die Mehrheit der Menschen hat in der jüngeren Vergangenheit in der Ukraine liberale Parteien gewählt. Dazu gehört auch die Regierungspartei von Präsident Zelensky, der übrigens Jude ist. Von einem Land, das von Neonazis regiert wird, kann also nicht die Rede sein, wenn der Präsident Jude ist. Das heißt, was die russische Regierung macht, ist etwas, das in solchen Situationen gerne gemacht wird. Man nimmt eine Kernwahrheit, pflanzt ihn ein und macht einen riesigen Baum daraus, um mal metaphorisch zu sprechen. Natürlich kann man einzelne Behauptungen immer wieder vermeintlich belegen, wie zum Beispiel rechtsextreme Kämpfer, die russische Menschen in der Ukraine foltern. Ja, das gibt es. Aber ein eigentlich vergleichsweise kleines Problem wird dadurch zu etwas deutlich Größerem gemacht, aufgebauscht. Oder eventuell auch zu sagen ist, die Situation sich jetzt über die Jahre und über die Dauer des Krieges einfach in eine, meiner Meinung nach, fatale Richtung entwickelt hat. Und das möchte ich halt auch nutzen, einfach um hier letztendlich uns auch die Augen zu öffnen und zu fragen, hey, was geht da eigentlich ab in der Ukraine? Russischsprachige Menschen würden unterdrückt, gefoltert und misshandelt. Ein Regime des Unrechts würde herrschen und genau das müsse man beseitigen. Deshalb gäbe es auch eine Spezialoperation, um die Ukraine zu entnazifizieren. So hört und sieht man es in den Hauptnachrichten und so hatte es auch der russische Präsident Wladimir Putin vor dem völkerrechtswidrigen Angriff der russischen Armee auf die Ukraine gesagt. Zitat: Es ist nicht überraschend, dass die ukrainische Gesellschaft mit extremem Nationalismus konfrontiert wurde, der schnell die Form von aggressiver Russophobie und Neonazismus annahm. Die Aussage dahinter ist ganz klar. In der Ukraine haben Neonazis das Sagen und bedrohen nicht nur die Russen im Land, sondern letztendlich auch die gesamte Gesellschaft. Unter anderem mit dieser Behauptung hat Wladimir Putin den von ihm befohlenen Angriffskrieg gerechtfertigt. Wie kommt Wladimir Putin darauf? Und wie sieht die Situation in der Ukraine wirklich aus? Als ganz wichtig erachte ich tatsächlich, liebe Mirko auch, ja, also klar, du recherchierst mit deinem gesamten Team sehr, sehr gut von, ja, aus deinem Wohnzimmer heraus, hätte ich beinahe gesagt, oder aus dem Studio, aber ich finde es einfach viel intensiver, wenn man selber vor Ort unterwegs ist und das alles auf sich wirken lässt, die Gespräche mit den Menschen führt, ja, also da
denke ich, bekommt man noch viel extremer das Gefühl, was da eigentlich abgeht in dem Land. Und das habe ich getan. Wie gesagt, ich bin 2 Wochen durch die Ukraine gereist und habe sehr viele Gespräche geführt. Und die werde ich euch hier teilweise mit einblenden und euch die ganzen Stimmen aufzeigen. Also die haben den Typen sogar hier ein Denkmal aufgestellt, ja, dem Stefan Bandera. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also, mir fehlen eigentlich fast die Worte. Das Problem war nur, um seine Ziele zu erreichen, war Bandera so ziemlich jedes Mittel recht. Auch die Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten. Als die deutsche Wehrmacht im Juni 1941 die Sowjetunion überfallen hat, war die große Hoffnung von Bandera, mit Hitlers Hilfe kann ein ukrainischer Staat nach seinen Vorstellungen gegründet werden. Und um das zu erreichen, haben Bandera und die Organisation ukrainischer Nationalisten und die Partisanen der Wehrmacht ihre Hilfe angeboten. Und die hat die Hilfe dankend angenommen. Pogrome gegen Juden, Ermorde großstämmiger Menschen und viele weitere Kriegsverbrechen, an all diesen Dingen waren Banderas Partisanen als eine Art Hilfspolizei beteiligt. Inwieweit Bandera selbst Verantwortung hatte, das ist bis heute umstritten, aber klar ist auf jeden Fall, er hat mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet und er war ein glühender Antisemit. Es ist echt weird in der Ukraine, denn also ich verstehe es auch nicht bis zum Ende, ja, weil der Zelensky letztendlich, der ist ja selber Jude. So, der Banderas, der war absolut antisemitisch, wird aber überall verehrt vom ganzen Volk, oder was ist vom ganzen, tatsächlich von allen Stimmen, mit denen ich irgendwie gesprochen habe, die verehren den Bandera. Und man sieht es auch überall, ja, diese rot-schwarzen Flaggen, die hängen überall offiziell zusammen. Also alleine, wenn ihr von der Grenze bis nach Lviv fährt, seht ihr das fast quasi durchgehend. Im Osten ein bisschen weniger, auch in der Hauptstadt, aber im Westen komplett. Und man sieht einfach offiziell immer die beiden Flaggen zusammen. Da werden ganze Propagandas gefahren durch die Stadt. Ja, wo dann irgendwelche Lieder gespielt werden, wo die Leute dann hinknien. So viel Propaganda auch, das habe ich auch noch nie erlebt, dass die Polizei so irgendwie aufmerksam macht, ja, und damit Blaulicht durch die Gegend fährt und dann irgendwie da die Flaggen zu sehen sind. Also im Hintergrund fahren die mit den Banderas-Flaggen durch die Straßen, machen hier voll den Stress und die Leute, die knien teilweise, bleiben alle stehen, ja. Ich war echt so oft so sprachlos oder auch hier die Leute, die ich fotografiert habe. Schaut euch die mal an, die drei. Da sind pure Nazis mit SS-Tattoo am Hals, genauso wie der Mirko das meinte. Also sowas ist mir auf der ganzen Welt noch nicht begegnet, ja. Also, und die laufen einfach so dort ganz normal in der Stadt. Das ist ein Thema, darauf komme ich überhaupt nicht klar. Warum? Weil, wie heuchlerisch bitte kann man in Deutschland sein? Das, was ich aber in der Ukraine erlebt habe, also so viel Rechtsradikalismus ist mir im Leben noch nicht entgegengekommen. Und wie bitte kann man irgendwie, und vor allem auch die Politiker, ja, in Deutschland ganze Diffamierungskampagnen fahren gegen die AfD, auf der anderen Seite aber gleichzeitig die Ukraine unterstützen, wo dort die ganzen Rechtsradikalen rumlaufen. Also das ist etwas für mich, das Thema ist mir mit am meisten aufgefallen und da schüttle ich halt einfach nur den Kopf. Alle in der Ukraine war ein Tenor, nämlich die Russen, die wollen einfach Ukraine komplett einnehmen und ja, die Ukrainer weghaben, so gesehen. Yeah, Russian crazy people. They like kill people. If we see their history, when Russia come, everywhere destroyed. Chechnya. Also sie sagt, dass die Russen verrückt sind und sie mögen Leute umzubringen. Das ist jetzt mal 1:1 übersetzt. Georgia, Ukraine. Ja. So. But I mean, sorry, but we are humans, from my perspective. I mean, why kill people? I think there are other interests what they go for. I mean, no one actually love to kill people. I mean, it makes no sense from my perspective. What do you think? Is this the reason? I think so. For Like Putin, this for cannot be the Putin, reason, right? It's Das not kann people. It's just resources. Ah,
It's just Okay. resources because it's big money. Yeah. It's big money and power. Und da komme ich jetzt mal zu der realistischen Einschätzung von meiner Seite, nachdem ich das Land ja so intensiv letztendlich auch bereist habe. Ich denke, das ist zero möglich. Selbst in Kharkiv, ja. Einfach mit allen Leuten, mit denen, klar, es gibt sicherlich auch die anderen Leute, aber einfach so die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sind so pro-ukrainisch. How you think about the people of Kharkiv, about they feel more Russian or they feel more Ukrainian? We all feel like Ukrainian. Also wahrscheinlich sind die auch schon alle, die pro Russia waren, die sind wahrscheinlich dann auch schon nach Russland dann geflohen, ne? Beziehungsweise ja als Flüchtlinge dann nach Russland gegangen. Aber die Leute, die in der Ukraine sind, die sind so pro-ukrainisch, so patriotisch, beziehungsweise leider Gottes auch nationalsozialistisch, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, dass jetzt irgendwie Russland die Ukraine einnimmt. Also der Drop ist sowas von gelutscht, meiner Meinung nach, meiner Wahrnehmung nach. Do you know who he is? Sorry? Do you know who he is? Yeah. Yeah? How do you think about him? So I think that it's literally the best person in the whole Ukrainian history. The best person? Yeah. Why do you think so? Because he was fighting for our Independence? for our country, Yeah. for our rights, and say that we are Ukrainian, Yeah, that we are not Russians, yeah. that we are not something like smaller than Russians. Got it. So that's why. Okay. I have a question because like many people also say that he is like far right. So actually he's a Nazi, right? How do you think about this? Oh, can you repeat, please? I say that also like when I Google him, Yeah. so there I actually can read that he's far right. So basically he's a Nazi. So how do you think about this? I don't think that he's Nazi Yeah. because But he's far he- right, so he's yeah, like it's not only good and right things. yeah. I mean 'cause he killed guess- also a lot of yeah. Polish people, right? Do you know about that? Yeah, a little, like a little bit. And A little I know bit. I mean, there were yes, thousands of Poles were yeah. killed. You know, this Yeah, the I city know. actually was a Polish city, and then he killed all the Poles. How do you think about this? Yeah. Like, actually, it was a joke about joke? Yeah, like, but I think that it's like he was a big part of our like in our history, and it's like I mean, he Like, was I mean- fighting obviously for the Ukrainians, yeah, right? yes, and also like I have people. I have a question because look, Yeah. like when we have in Germany Hitler, right? You're, He was- you're German. I'm German, yeah, Oh. and Hitler was actually fighting for the Germans. But I mean, do you think that in Germany we should put Hitler like in a city like this and a monument? What do you I think think? yes. Seriously? Yes, yeah, but we should like Okay. we should learn whole history about that because Yeah. not even one even one person in the whole history or world history wasn't good. Like all Yeah, but I mean, people, killing like yeah. thousands of people, I see it critically, you know, like Yeah. for. But yeah, Yeah, sorry. everyone has its own opinion. Yeah, Right? Do you learn? I'm just- Yeah. I'm just so sorry for that because worries. I'm not so good in English, so, Okay. and I don't I cannot got your just point. explain I this. I got your point. Yeah. So, I'm so do you sorry. learn a lot about in a school? Not at all, I guess, because Not at all. our school program was a little bit like we didn't learn a lot of things about Ukraine because it was something a lot of Russian things in our program. Russians. Okay. Yeah, yeah. So is it more like pro-Russian, like in the Yes, school? Ah, exactly. Interesting. Yeah, but Here in now, Lviv, yeah. no, I was I'm from Dnipro. and- Dnipro. Ah, okay. Yeah, Yes, I passed like by east. when I went to Kharkiv, you know. So I passed by actually. Oh. I went all over through the Ukraine, so Yeah. it's very interesting for me. Thank you for your voice. Anyway, what's the Thank name? you too. I'm Diana. Diana. Yeah. Thank you, ne? And your name? Martin. I'm Martin. Martin. Yeah. Oh, How old are you? thank you.
20. 20? Yes. You look so young. Alright, you. okay. Meine persönliche Einschätzung den Menschen gegenüber der Ukraine möchte ich aber auch nochmal, ja, das einfach hier erweitern. Ich denke, dass speziell auch die junge Generation, wie das junge Mädchen, ja, 20 war die gar nicht so richtig bewusst sind darüber, was in der Nazi-Zeit abging. Und die das irgendwie flachsig, das irgendwie so dahersagen und natürlich ihren Rechtsradikalismus mehr so auf, ja, Anti-Russian und Pro-Ukraine halt beziehen. Aber nichtsdestotrotz, letztendlich, wir alle sind Menschen und verschiedene Ethnien, die wir einfach, ja, zu respektieren haben und auf diesem Planeten zusammen leben müssen und nicht irgendwie da radikal gegeneinander sind. Also das, ja, das ist auf jeden Fall der falsche Weg. How you think about Bandera and the German Nazis when you compare this? Compares, Yeah. it's similar, but it's not the same. What is the Because difference? Difference, it's because if you start to learn some history, Yeah. you understand that they write and they write. Not the right or right your That the German right is different? rights. It's have some different ways. Okay. Maybe 6 or another type of ways of All right, but Bandera wanted to be pure Ukrainian, right? So is it not about racism actually? About pure Ukrainian. Yeah. It's not for pure only. It's one of the biggest idea, maybe if I understand and remember this right. Okay. Because our Ukrainians was in Russia and Polish have our territory, and Ukrainian have now maybe less rights than there, Okay. and they put Ukrainian idea on one of the biggest, one of the top. And but they won't do Ukrainian just Ukrainian for Ukrainians. They want the Ukrainian nation will be grow, not be only just Ukraine, only Ukraine. Maybe for me this like this. so Bandera is For me maybe. Is but alright. but it's complicated time. Yes, and it's when you don't have maybe nothing and the radical. You must do some radical ways or radical okay. moves. Radical moves. Oh, wow. Yes. Okay. Because they, if you don't do nothing, they only just go and Take it. take their what they want. So you think radical is the answer? Sorry. That being radical is like the right answer? Yeah, it's the no, answer. No. It's for me. It's not this time because now it's 21st centuries. Yeah. So many problems we can watch in 20th centuries. Yeah. And we must learn something From the history, from, no? from the history maybe for me. So, but it's I can judge them because I don't see them or something else, but I just hear them Alright. about it. So Thank you for Thank your you. for your voice. Letztendlich muss man ja überlegen, so man muss ja irgendwo das größere Bild sehen. Wer will den Krieg? Wer hat was davon? Wer steuert das Ganze? Und man muss sagen, den Leuten gelingt es extrem, einfach die Menschen in der Ukraine so krass einzustimmen, dass sie halt komplett anti-Russian sind, komplett für den Westen gestimmt sind. Und ich muss sagen, das gelingt ziemlich gut. Tja, und wir können natürlich jetzt Wochen, Monate, Jahre lang über Probleme reden und größere Probleme schaffen. Aber irgendwann macht es auch mal Sinn, mal wieder ja, lösungsorientiert zu denken und auch die Kommunikation in die Richtung führen. Und deswegen meine Frage mal an euch, was denkt ihr denn? Also Lost Generation, ich hatte es ja auch hier hingeschrieben, für mich sind ja ganze Generationen jetzt verloren, weil sie das ja auch natürlich dieses Gedankengut und diese Gefühle an ihre Kinder weitergeben, also einfach Anti-Russians. Und was da halt, ich finde es halt mega
krass und traurig, dass wir in dieser heutigen Zeit, dass wir einfach aus der Geschichte auch nicht lernen und dass sich die Geschichte irgendwo wiederholt. Also vielleicht nicht 1:1, aber halt so in diesen Strukturen und in diesem Gedankengut. Finde ich mega krass, ja, was da abgeht. Und deswegen die Frage, wie gehen wir denn jetzt nur damit um und wie finden wir denn wieder Annäherung, Offenheit und Lösungen? Eine Sache noch ganz kurz. Herzlichen Dank an alle Leute, die bis jetzt gespendet haben. Es sind jetzt mehr als 1.000 Euro insgesamt zusammengekommen für die Ukraine-Reise. Und auch das Video, das wird jetzt nicht gesponsert. Deswegen, falls du mich auch noch unterstützen möchtest und einfach, ja, letztendlich ich gehe ja für dich, begebe mich irgendwo in Gefahr, fahre in diese ganzen Situationen und natürlich auch, dass die Videos, die ich produziere, da gibt es wahrscheinlich auch ein paar Leute, denen gefällt es nicht. Also irgendwie so ein Risiko, da lebe ich jetzt irgendwie damit. Also wenn du das wertschätzt und dir diese offenen Informationen weiterhin einholen möchtest, bedanke ich mich sehr herzlich dafür, dass, ja, vielleicht kannst du auch irgendwie 1, 2 Euro oder 5 Euro im Monat irgendwie dauerhaft mit einrichten, dass ich hier unterstützt werden kann. Das hilft mir sehr. Jeder Euro hilft. Ich danke euch herzlich dafür. Wie geht es weiter? Ich werde jetzt die nächsten Tage den nächsten Teil meiner Erkenntnisse herausbringen. Natürlich auch euer Feedback, was ihr hier mir gegeben habt, eure Kommentare wieder mit aufgreifen und versuchen zu verarbeiten. Ansonsten fahre ich jetzt nochmal nach Polen und dann gibt es ein paar Videos aus Polen. Auch sehr, sehr interessant. Da werde ich auch an die Grenze von Belarus fahren, versuchen mal so nah wie möglich dran zu kommen, um vielleicht auch die Wand mit zu verfilmen, um letztendlich das Thema Migranten, auch Deutschland versus Polen, mit aufzugreifen. Das erwartet euch in den nächsten Videos und die nächsten Wochen werden natürlich extrem spannend. Ich komme ja fast nicht hinterher, wie schnell sich die Welt dreht mit ihren ganzen Themen. Wie immer, Dankeschön für euer reges Interesse und dass ihr die Videos bis zum Ende schaut, für eure persönliche Unterstützung und ich freue mich, dass es uns gibt. Also bis zum nächsten Video. Macht euch ein schönes Wochenende und die Tage. Haut rein. Ciao.